Mein Name ist Heike Riehl und ich bin ab 1. April dieses Jahres Präsidentin der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Nach meiner Ausbildung zur Möbelschreinerin habe ich Physik studiert, also nachdem ich das Abitur nachgeholt habe, und habe dann meine Promotion in Zusammenarbeit mit der IBM und der Universität Bayreuth durchgeführt und bin seit über 25 Jahren bei der IBM tätig in verschiedenen Funktionen und leite heute die Abteilung Quantum und AI Technologies und beschäftige mich vor allem mit neuen Arten des Rechnens. Für mich ist die Physik, Dinge zu verstehen und zu begreifen, die Grundlagen zu erkennen und damit Neues zu schaffen, Probleme zu lösen. Fortschritt und Exzellenz entsteht aus dem Mut und dem Handeln, Grenzen zu überwinden. Abschalten kann ich am besten, indem ich laufen gehe, joggen gehe, Fahrrad fahre. Früher war es viel Handball, dazu reicht die Zeit jetzt nicht mehr und manchmal schreinere ich auch. In der Gesellschaft haben wir enorme Herausforderungen zu lösen. Die 17 nachhaltigen Ziele der UN beschreiben diese eigentlich sehr gut. Und ich denke, dass die Physik hier nicht nur einen großen Beitrag leisten kann, sondern eben auch den Auftrag hat, diese zu leisten. Ob es hier um Energiegewinnung geht, nachhaltige Energiegewinnung oder auch deren Speicherung, dann auch um die gesamte Medizin. Auch hier hat die Physik enorm vieles geleistet in der gesamten Bildgebung, die für die heutige Diagnostik Grundlage ist. Dann gibt es natürlich auch im Gewässerschutz, Klimawandel, all in diesen Herausforderungen hat die Physik vieles zu bieten. Mein erster Moment bei der TPG war, dass ich einen Vortrag bei einer der großen Jahrestagungen gehalten habe und das war natürlich beeindruckend, damals mit meiner Diplomarbeit, den Ergebnissen dahin zu fahren und dann auch vor dem großen Publikum einen Vortrag zu halten und natürlich auch den Austausch und zu sehen, wie viele Physiker es gibt in Deutschland und was die alles machen, in welchen verschiedensten Gebieten die Physik tätig ist. Das war ein absolut emotionaler und toller Moment. Außerordentlich beeindruckend war auch, was die Deutsche Physikalische Gesellschaft letztes Jahr auf die Beine gestellt hat. Mit dem internationalen Jahr der Quantentechnologie und all die begeisternden Physiker, die sich unheimlich viele verschiedene Veranstaltungen ausgedacht haben und die umgesetzt haben, war einfach auch total beeindruckend. Und auch diese Wirkung in die Gesellschaft zu bringen, die Kommunikation über dieses wertvolle Thema, was uns auch in den nächsten Jahren sehr stark beschäftigen wird, in Quantencomputing, Quantenkommunikation und Quantensensing. Es gibt natürlich viele Herausforderungen, aber es gibt auch viele tolle Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Die Physik an sich ist enorm wichtig für die Zukunft der Gesellschaft, um die Herausforderungen zu lösen. Und ein großes Ziel ist natürlich auch diese Wirkung weiter zu unterstützen und auch in die Gesellschaft zu bringen, dass auch die Gesellschaft und die Politik darüber informiert sind und auch wissen, welchen Mehrwert die Physik in Deutschland bietet. Dazu gehört dann auch, junge Talente anzuziehen, auch diese weiter zu fördern, damit auch diese in Zukunft die Physik gestalten können. Ein mir am Herzen liegendes Thema ist natürlich auch, wie kann ich Grundlagenforschung sehr schnell dann auch in die Umsetzung bringen. Und deshalb ist wichtig, diese Verbindung der akademischen Physik mit der Physik in den industriellen Forschungslaboren und in der Industrie. Die Physik noch inklusiver machen, noch diverser machen, als sie heute ist. Das liegt mir natürlich auch am Herzen. Da komme ich sozusagen auch aus einer Generation, wo wir nur 5% Frauen im Physikstudium waren. Und wenn wir auch hier inklusiver werden könnten und die Physik attraktiver machen für die gesamte Bevölkerung, das wäre mir auch wichtig.